Hallo meine Lieben, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von der Schatzsuche. Für mich leider keine einfache Folge heute. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, dass in letzter Zeit nicht so viele neue Folgen kamen und vermehrt auch nur Shorts hochgeladen wurden von mir. Das hatte den Grund, dass ich meinen Vater auf seine letzten Reise begleitet habe. Und jetzt ist er im Himmel, er hat jetzt seinen Frieden. Ist natürlich für mich nicht einfach und auch für meine Familie nicht. Aber irgendwie muss das Leben weitergehen und ja, ich dachte mir, was gibt's Besseres als Balsam für die Seele, als hier mit dem Detektor über die Weiten der Felder zu laufen. Heute wieder schönes Wetter, die Vögel zwitschern. Es ist irgendwie ganz friedlich und ja, ich hoffe, dass es mir etwas bringt, so ein bisschen besser mit der Trauer umzugehen auf jeden Fall und natürlich auch hoffentlich den einen oder anderen guten Fund. Vielleicht hilft mein Vater mir dabei, oben vom Himmel mir die richtigen Stellen zu zeigen heute. Ja, Grüße gehen nochmal an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de. Ich laufe heute wieder mit dem Deus 2 natürlich. Wenn ihr was für die Schatzsuche braucht, dann dort. Blitzschnelle Lieferung und super Service. Und wir starten jetzt und wir gucken mal, was heute kommt. Das erste vernünftige Signal, hier oberflächlich ein 77er, 78er. Oh, es ist rund. Ich glaube, es ist die erste Münze. Leider gefaltet. So ein bisschen. Aber ich fürchte fast, man kann nichts mehr drauf erkennen. Oh, verkrustet ist sie auch noch. Nee, ich würde sagen, es ist leider eine Münzleiche. Ja, ich gucke mal bei der Reinigung, wenn wir was erkennen, dann sehen wir uns gleich und wenn nicht, dann nicht. Aber ich glaube, es ist nichts. Erste Münze, aber eine Leiche. 83, ist aber so ein bisschen kratzig. Oh, es ist groß und es ist rund. Aber es ist ein Knopf. Ein Knopf mit einem ja, so leicht floralen Muster. Brauchen wir uns, denke ich, nicht im Studio angucken. Aber rund ist immer gut. Wir haben die nächste Münze gefunden. Es ist eine Pfennig-Scheidemünze, die sieht aber auch nicht mehr so toll aus. Man kann aber noch erkennen, um was es sich handelt zumindest. Gucken wir uns aber auch nicht im Studio an. Aber vielleicht finden wir ja noch das ein oder andere Highlight. Boah, Leute, der Wahnsinn. Ich habe hier nochmal einen richtig geilen Fund gemacht. Leider nur ein Fragment. Es ist ein Stück von einem kleinen Silberbrakteaten. Ich schätze mal, ein Löwenbrakteat wird es wieder sein. So eine Schande, dass das Stück zerbrochen ist. Aber es ist halt nur echt dünnes Silberblech. Ne? Und es kam auch nur mit einem Leitwert von 35 rein. Aber irgendwas hat mir gesagt, ich muss dieses Signal graben. Danke, Papa. Ja, auf jeden Fall ein geiler Fund. Ja, herzlich willkommen im Studio zum ersten Fund, den wir uns an diesem Suchtag anschauen wollen. Es handelt sich dabei gleich um ein Münzfragment aus dem Mittelalter, ein sogenannter Brakteat. Brakteat kommt vom lateinischen Wort Bractea und das bedeutet übersetzt so viel wie dünnes Blatt aus Metall. In diesem Fall ein Silberbrakteat, also das Blech war quasi ein dünnes Silberblech und wurde dann auf einer weichen Unterlage geprägt. Dadurch kommt diese charakteristische Wölbung in dieser Münze auch zustande. Hier haben wir jetzt in dem Fall allerdings nur ein Fragment einer solchen Münze, aber das Material ist wirklich so hauchdünn, dass es erstaunlich ist, dass trotz der landwirtschaftlichen Bearbeitung da überhaupt noch was von übrig geblieben ist. Das Wort Brakteat ist übrigens keine zeitgenössische
Bezeichnung für diese Münze, sondern ist so ungefähr erst ab dem 17. Jahrhundert in Gebrauch. Wir schauen mal kurz auf dieses Fragment drauf. Wann es genau datiert, kann ich leider nicht sagen, weil es wirklich nur noch so ein kleines Bruchstück ist. Das konnte ich nicht mehr richtig zuordnen. Ich vermute aber mal, dass es so ungefähr um 1250, 1300 datieren wird. Also schon mal zu Beginn hier dieser Folge ein richtig klasse Fund. Und es kommen noch weitere spannende Funde, zu denen man auch noch ein bisschen was erzählen kann. Also bleibt auf jeden Fall dran. Lasst mir gerne ein Like für diese Folge da. Würde ich mich gerade bei dieser Folge sehr drüber freuen. Über euren Support. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Fund. So, ein paar Knöpfe später das nächste Signal. Ein ganz schönes, sehr stabiles 82er. Wollen wir mal schauen, ob es vielleicht was Gutes ist. Okay, wir haben es draußen hier vorne. Ja, und? Was ist denn das? Ein kleiner Miniaturschraubenschlüssel oder vielleicht ein Teil von einer Uhr oder so? Naja, Müll. Ziemlich oberflächlich, 74er Signal. Ich glaube, da kommen wir schon mit dem Pinpointer ran. Oh, es ist rund. Jetzt ist die Frage, ist es ein Knopf oder ist es eine Münze? Ne, es ist leider ein Knopf. Oh, auch schon sehr verpegt. Ich glaube, es ist ein Sternknopf oder ein Blumenknopf. Ah, ja. Ja, ich glaube, es ist ein Stern- oder Blumenknopf. Man kann es schlecht noch erkennen. Weiter geht's. Hier haben wir einen absoluten Nostalgiefund. Kann ich schon ein Datum erkennen? Ne, so ein bisschen verkrustet ist sie doch, glaube ich. Ist es eine Münze? Na, mal gucken, ob wir die noch wieder hinkommen. Es handelt sich um 2 Pfennig auf jeden Fall. Gucken wir gleich mal im Studio. Hier haben wir den nächsten kleinen, schönen Nostalgiefund, wie ich finde. Ein 2-Pfennig-Stück aus der Bundesrepublik Deutschland, also aus der guten alten D-Mark-Zeit, eine Zeit, an die ich mich sehr gerne zurück erinnere und in der ich aufgewachsen bin. Einige von euch wahrscheinlich auch und finde ich immer super gerne. Hier haben wir eine Münze, ich drehe sie euch nochmal eben um, aus dem Jahr, man kann es schlecht erkennen, muss man sagen, aus dem Jahr 1960. Da war ich natürlich noch nicht auf der Welt, aber es ist trotzdem immer wieder schön, etwas aus der D-Mark-Zeit zu finden. Und dann machen wir weiter, dann gab es wieder noch einen richtig tollen Münzfund. So, wir haben das nächste Signal. Es ist ultra schwierig hier zu suchen, weil man echt bei jedem Schwenk 5, 6 Signale kriegt. Ich laufe heute allerdings auch relativ offen, muss ich dazu sagen. Aber trotzdem viel so 20er Signale und so weiter. Viele Schnipsel hier. Hier haben wir das nächste. Ein 73er, 74er ist schon draußen, liegt da in der Erde. Wollen wir mal zusammen schauen, was es ist. Oh, ich sehe was Rundes. Ist es eine Münze? Oh, geil, geil, geil. Yes, yes, es ist eine Silbermünze. Es ist ein Mariengroschen. Von hinten ist sie, glaube ich, nicht mehr schön, aber vorne kann man noch was drauf erkennen. Ah, herrlich, herrlich. Super, dass hier noch ein schöner Fund kam auf jeden Fall. 1700 noch was, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man es noch komplett erkennen kann. Schauen wir uns gleich mal im Studio an. Da haben wir ihn stehen, den nächsten Münzfund des Tages. Es handelt sich dabei um einen Mariengroschen von 1700 und irgendwas. Man kann es leider nicht mehr genau erkennen, aber ich kann euch erzählen, von wann bis wann diese Münze geprägt wurde. Und zwar von 1727 bis 1760.
und der Herrscher war hier Georg II. Übrigens, kleiner Funfact: Diese Mariengroschen sind regionale Münzen, die eher so im niedersächsischen und westfälischen Raum zu Hause sind. Und der erste Mariengroschen wurde 1505 in der Stadt Goslar geprägt. Wir machen weiter mit den nächsten Funden. Wir haben den nächsten Fund, eine kleine Schnalle mit 2 Dornen, und ich meine da mal irgendwo schon mal gesehen zu haben, dass das eine Schnalle von einem, ich glaube Jabot nennt sich, es kommt aus dem Französischen. Das ist so ein Spitzenkragen, sage ich jetzt mal, wie so ein Federkleid, was man hier so um den Hals getragen hat, was dann hier so runterhing, so ums 17. Jahrhundert herum. Gucken wir uns auf jeden Fall gleich mal im Studio an. Ganz schöner Fund. Da haben wir den nächsten Fund, eine wirklich mini kleine doppeldornige Schnalle. Ich weiß nicht genau, ob sie etwas mit einem Jabot zu tun hat. Ein Jabot ist im Endeffekt, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Lätzchen. Ist so, meine ich, ab dem 17. Jahrhundert kam das in Mode, wo die Männer das dann auch so beidseitig der Brust quasi am Hemd hatten und das dann so unter der Weste hervorgeguckt hat. Und später hielt das dann auch in der Damenmode Einzug, häufig hier vorne mit so einer Brosche getragen und ja, wie so ein Lätzchen. Das war dann häufig aus Spitzenstoff und fiel dann hier so über die Brust. Ob so eine Schnalle ist, weiß ich nicht genau. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir machen weiter mit dem nächsten Fund. Boah, der Hammer! Wir haben nochmal ein richtig tolles Münzgewicht gefunden und ich meine, wenn man da so rauf guckt, dass es sich dabei um ein Gewicht vielleicht von einem Goldgulden tatsächlich handelt. Ich glaube, das kriegen wir auch noch wieder gut restauriert. Das gucken wir uns auf jeden Fall gleich mal auch im Studio an. Top Fund, finde ich. Meine Lieben, da haben wir den nächsten wirklich richtig spannenden Fund schon stehen. Ein Münzgewicht, ich sagte gerade auf der Fläche, na, wenn sich das mal nicht um einen Goldgulden oder ein Münzgewicht für einen Goldgulden handelt, na, da war ich nicht ganz richtig mit. Aber fast. Wir gucken mal kurz drauf. Da sehen wir in der Mitte einen Mann stehen. In der einen Hand trägt er einen Reichsapfel und in der anderen Hand hat er eine Hellebarde. Und dann sehen wir dort 2 Buchstaben, nämlich ein H und ein D. Das steht für Hungarial Ducatus und das sagt uns im Endeffekt, woher dieses Münzgewicht stammt und auch für was für eine Münze es war. Nämlich stammt dieses Münzgewicht aus Ungarn bzw. Böhmen und ist für einen Golddukaten. Golddukaten ja, waren so im 14. und 15. Jahrhundert im Endeffekt die Weltwährung, also sehr weit verbreitet und es gab sie bis zum 20. Jahrhundert, also wirklich richtig toll erhalten und richtig interessant. Das Einzige, was man hier vielleicht bemängeln könnte, auf der Rückseite ist kein Meisterzeichen, aber ansonsten ein richtig Top-Fund und dann machen wir weiter mit den nächsten Funden. Oh, schaut mal, was ist das hier? Ein Oberflächenfund. Sieht fast so ein bisschen feuervergoldet aus. Aber was ist das? Das gucken wir uns auch gleich mal auf jeden Fall im Studio an. Vielleicht irgendwie eine Art Messerkrone oder so. Sieht auf jeden Fall echt spannend aus. Da haben wir das nächste Fundstück stehen. Ein wirklich filigran gearbeitetes Stück, das ursprünglich mal komplett feuervergoldet war. Und meine Theorie dazu ist ja, dass es sich dabei vielleicht um eine Messerkrone handeln könnte. Ich habe meinem Archäologen dann auch mal ein Bild geschickt von dem Stück und er sagte, ja, das könnte durchaus sein. Wir gucken mal eben drauf. Also wirklich richtig schön auch, dass da noch so Reste der Feuervergoldung erhalten sind. Und ein Oberflächenfund, der einfach dort oberflächlich auf dem Feldboden lag, brauchte ich den Detektor im Endeffekt gar nicht. Und ein Fund habe ich noch für euch. Wenn ihr es noch nicht habt, dann jetzt nochmal der Aufruf, gerne ein Like da lassen und auch gerne den Kanal Sondel die Waldfee abonnieren, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Und wir machen jetzt weiter. Also meine Lieben, das ist so das ziemlich sauberste Signal, was ich heute hatte. Ein 87er ist sowas von klar, liegt aber auch nicht tief. Ach,
Ja, ein Dosenboden. Juhu! Nochmal ein 81er Signal. Ja, entweder war ich daneben oder es liegt tiefer. Oh, es ist eine Münze. Es ist eine Münze. Ich sehe schon die grüne Patina. Ich will da jetzt auch gar nicht so viel rüberwischen. Das ist, glaube ich, eine Pfennig-Scheidemünze. Ja, die sieht noch ganz schön aus. Gucken wir uns gleich im Studio an. Sehr schön. Datum kann ich noch nicht sagen. Mal gucken, ob man da darauf noch was erkennt. Geil. Da haben wir den letzten Münzfund des Suchtages stehen. Wir schauen mal eben erstmal auf die Vorderseite drauf. Es handelt sich um eine Einpfennig-Scheidemünze und dann können wir darunter noch den Buchstaben B erkennen. Das verrät uns den Prägeort dieser Münze, nämlich Hannover, im Königreich Hannover. Und dann drehe ich euch die Münze nochmal um. Da können wir das genaue Prägejahr sehen und auch den Herrscher, der diese Münze prägen ließ. Nämlich stammt diese Münze von 1826 unter Georg IV. Und geprägt wurde diese Münze generell 1813 bis 1866. Eine schöne Münze, wie ich finde, zum Abschluss. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mein Dank geht auch nochmal an meinen Ausrüster des Vertrauens, abenteuer-schatzsuche.de, für den ganzen Support, den ich immer bekomme. Und da solltet ihr auf jeden Fall auch die Augen aufhalten, denn der Kanal Sondel die Waldfee wird bald 10 Jahre alt und da werdet ihr auch wieder was gewinnen können. Also auf jeden Fall immer fleißig die Videos gucken. Hier verlinke ich euch nochmal 2 weitere Folgen. Wenn ihr sie nicht kennt, dann schaut da gerne rein. Abo nicht vergessen, Like nicht vergessen. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut.